Hallo alle, schön, dass ihr vorbeischaut und willkommen zu diesem super nachgefragten Video. Wir machen ganz einfache Berliner. Da gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Ich habe trotzdem ein, zwei Fehler unbewusst gemacht, auf die ich euch hinweisen möchte, die im Laufe des Videos auch gezeigt werden. Also auf jeden Fall dranbleiben und aus meinen Fehlern lernen. Zum Teig selber, das ist ein ganz einfacher Hefeteig. Das habe ich euch in den letzten Monaten ja ewig oft gezeigt, wie man so einen Hefeteig macht. Für diejenigen, die das eventuell noch nicht gesehen haben, ich habe in meiner Schüssel, meiner Küchenmaschine das ganze Mehl, dann habe ich da ein bisschen was von meinem Zucker reingetan, dann wird da frische Hefe drauf gebröselt, dann kommt da ein Schluck von der warmen Milch drauf und dann wird das ein paar Minuten stehen gelassen, bis die Hefe so ein bisschen schaumig einfach wird. Und wenn das der Fall ist, dann kommen die kompletten restlichen Zutaten dazu, das heißt die Eier, ein bisschen Salz, am besten an den Rand von der Schüssel erstmal, weiche Butter, die sollte auf jeden Fall auf Raumtemperatur sein, sonst kommt die leider nicht so gut in den Teig. Und meine restliche Milch, genau, die hatte ich nämlich vergessen, die kommt da rein und dann wird das Ganze in der Küchenmaschine auf kleinster Geschwindigkeit für um die 10 Minuten ungefähr laufen lassen, bis ihr da halt einen richtig schönen, geschmeidigen Hefeteig rausbekommt. Das heißt, mit ein bisschen Geduld einfach die Maschine im Auge halten. Aber alles in allem geht das eigentlich rucki zucki. Und wenn der Teig dann zusammengekommen ist, könnt ihr die Maschine ausmachen, den Knethaken einmal rausnehmen und das Ganze abgedeckt für mindestens eine Stunde stehen lassen. Ihr solltet da keinen ultra klebrigen Teig rausbekommen, der ist immer noch relativ weich und so ein bisschen, der haftet so ein bisschen an den Fingern, aber kleben tut der nicht. Das heißt, wenn das der Fall ist, deckt ihr eure Schüssel, ihr könnt das auch in der Knetmaschine selber drinnen lassen, abgedeckt, aber für mindestens eine Stunde stehen lassen, damit unser Teig schön aufgehen kann und das Ganze schon mal so ein bisschen Zeit hat, sich zu entwickeln. Und nach einer guten Stunde, ich glaube bei mir waren es 1,5 Stunden, habe ich mir meinen Teig dann genommen, habe den aus meiner Schüssel geholt, ganz grob zusammengedrückt, damit die überschüssige Luft da rausgeht. Und dann habe ich angefangen, meine Berliner zu portionieren. Und hier würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, die Berliner alle einzeln abzuwiegen. Bei mir waren es um die 90 Gramm, die ich pro Berliner gemacht habe. Ihr könnt das aber auch in etwas kleiner oder einen Tacken größer machen. Das würde auch funktionieren. Alles in allem ist es aber wichtig, dass ihr die wirklich portioniert abwiegt, damit die alle gleich groß sind und dementsprechend auch nachher gleich groß, gleich lange ausbacken. So. Also das würde ich euch auf jeden Fall ans Herz legen, mit einer Waage gucken, dass ihr um die 90 Gramm pro Berliner rausholt. Und wenn das der Fall ist, dann wirkt ihr die auf eurem Tisch rund oder rollt die zwischen euren Händen, damit die wieder schön rund werden, die kleinen Portionen, die kleinen Berliner. Und dann legt ihr die am besten auf ein Blech, wo ein Küchentuch einfach drauf ist, das Küchentuch am besten bemehlen. Oder ihr schnappt euch irgendeine Art von Brettchen, das auch großzügig mit Mehl bestäubt ist und setzt dann da eure Teiglinge drauf, nachdem ihr die so schön rund gemacht habt. Und wenn das der Fall ist, müssen wir das Ganze nochmal mit etwas Geduld abdecken und nochmal 30 Minuten, zum Teil auch länger liegen lassen. Wenn ihr das nämlich nicht lang genug macht, das ist nämlich einer meiner Fehler gewesen, dann kriegt ihr diesen weißen Kragen nicht. Das seht ihr jetzt gleich auch. Was ihr aber in der Zeit, wo die am Gehen sind, schon machen könnt, ist euer Fett vorheizen. Ich habe hier ein ganz normales Frittierfett einfach nur gekauft, habe das in meinem Topf erwärmt, bis ich auf ungefähr 170 Grad kam. Bitte nicht heißer, sonst verbrennen die leider, was mein anderer Fehler war. Aber ja, wenn euer Fett auf jeden Fall auf Temperatur ist, könnt ihr die Berliner da reinplumpsen lassen, mit der schönen Seite ins Fett. Das heißt, die Verschlüsse zeigen nach oben. Dann lasst ihr die da für ein paar Minuten drin schwimmen, drin brutzeln. Bei der ersten Runde, das heißt, wenn ihr die gerade ins Fett getan habt, bitte unbedingt den Deckel drauf machen, damit oben keine Haut zieht und ihr diese Hälfte halt, dass die noch aufgehen kann. Mein Gott, manchmal ist es schwierig zu erklären. Und dann macht ihr so lange weiter, bis ihr halt auch die zweite Seite schön goldig ausgebacken habt. Und dann wird halt der Berliner aus dem Fett genommen und natürlich dann auf ein Crepe gelegt zum Abtropfen. Was passieren kann, was bei mir die ersten 2 oder 3 der Fall war, ist, dass mein Fett leider zu heiß war und die dadurch zu schnell zu dunkel geworden sind und nicht richtig durchbacken konnten. Deswegen habe ich auch mein Thermometer drinnen gelassen und musste da so ein bisschen mit meiner Temperatur, meinem Herd pokern.
Was auch passieren kann, ist, dass wenn ihr die nicht lang genug aufgehen lasst, die Berliner, dass sie dann nicht diesen schönen Kragen bekommen, weil die einfach noch zu flach sind. Das war mein anderes Problem. Das heißt, da müsst ihr wirklich pingelig sein, darauf achten, dass eure Temperatur stimmt. Mein Thermometer habe ich euch in der Infobox verlinkt. Und dass ihr die lang genug aufgehen lasst, damit die wirklich hoch genug sind und dann halt diesen schönen Kragen bekommen. Was bei mir noch nicht komplett ausreichend war. Ich weiß nicht, warum ich ungeduldig war. Ich habe auf jeden Fall alle dann auf kurz oder lang ins Fett geschmissen. Hätte ich noch 20 Minuten gewartet, dann wäre dieser weiße Kragen, man nennt das Kragen, auf jeden Fall höher geworden. Aber ja, lernt bitte aus meinen Fehlern. Jetzt wisst ihr auf jeden Fall, wie man es nicht macht oder besser macht. Aber ich habe auf jeden Fall alle meine Berliner dann abgebacken. Die erste Hälfte natürlich mit Deckel auf meinem Topf und dann ein paar Minuten später Deckel abgenommen, die geflippt und dann nochmal ausgebacken. Und als die dann soweit alle durchgebacken waren, habe ich mir dann so eine Fülltülle genommen und einen Spritzbeutel, ist auch unten in der Infobox verlinkt, und habe die gefüllt mit, ich stehe total auf Kirschmarmelade, deswegen habe ich es halt mit Kirschmarmelade gefüllt, aber ihr könnt die füllen, worauf ihr Bock habt. Ja, und genau, noch ein letzter Fehler, den ich gemacht habe, weiß ich nicht, warum ich da nicht drauf gekommen bin, weil ich es damals aber so gelernt habe, ihr müsst die zuckern, wenn die noch heiß sind, das ist ganz wichtig. Meine waren zu dem Zeitpunkt hier schon relativ kalt in Anführungszeichen und dadurch hat der Zucker nicht mehr so gut gehaftet. Das heißt, ihr solltet das auf jeden Fall machen, wenn die noch richtig gut heiß sind, fast zu heiß, um die anzufassen, damit der Zucker wirklich gut daran haftet. Aber ja, das war so ein bisschen der letzte Fehler, den ich gemacht habe. Die Fehler, die ich euch jetzt gezeigt habe, sind aber super leicht zu vermeiden. Das heißt, achtet da einfach drauf. Ich denke, das ist relativ einfach. Die Berliner waren trotzdem lecker. Also die waren trotzdem ultra lecker, super, super fluffig, schön aromatisch. Einfach richtig leckere Berliner, auch wenn die ein oder andere Sache ein bisschen schief gelaufen ist. Aber naja. Mit Liebe waren sie trotzdem gemacht. Schaut auf jeden Fall in die Infobox, da ist alles verlinkt, was ihr wissen müsst. Ich bin ganz gespannt auf euer Feedback, auf eure Kommentare, dass wir endlich dieses Rezept abgearbeitet haben und hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Macht's gut, ihr Lieben!